Hallo Händler, heute teile ich meine geheime Strategie, die mir an einem Tag $567 eingebracht hat. Wollen Sie das auch? Dann schauen Sie unbedingt bis zum Ende zu. Ich teile ein kleines Geheimnis, das Ihnen helfen wird, riesige Gewinne zu erzielen. Los geht's! Hallo zusammen, in diesem Video erklären wir den ADX-Indikator, der uns helfen wird, Geld zu verdienen. Ich werde im Detail erklären, wie man ihn einstellt und verwendet, welche Teile für welche Dinge verantwortlich sind und wie dieser Indikator uns helfen kann, unseren Gewinn zu steigern. Also lasst uns es herausfinden. Fangen wir an. Für den Anfang müssen wir den Indikator hinzufügen. Wir öffnen die Indikatorliste und wählen den ADX. Wenn Ihre Plattform diesen Indikator nicht hat oder ihr ist anders, können Sie auf der Plattform handeln, auf der ich halte. Der Link befindet sich in der angehefteten Kommentar oder in der Beschreibung. Also, wir haben ADX gewählt. Wir ändern die Haupteinstellungen nicht. Am wichtigsten ist, dass wir den Stil ändern. Das erste ADX sollte ein bisschen dicker sein, ungefähr 4 Pixel. Wir machen plus die Krone und 2 Pixel. Minus die ist rot. Wir haben alles angepasst. Mal sehen, wie es aussieht. Am Anfang werden Sie vielleicht verwirrt sein, weil es so viele verschiedene Linien gibt. Aber keine Sorge, ich erkläre alles im Detail. Also, die grüne Linie steht für die Käufer und die rote Linie steht für Verkäufer. Und dann ist da natürlich nicht die orangefarben ADX-Linie. Sie steht für die Volatilität. Je niedriger der ADX ist, desto geringer ist die Volatilität. Wenn der ADX unter 30% sinkt, ist die Volatilität gering. Während einer solchen Volatilität besteht die Möglichkeit einer Umkehrung. Unsere Aufgabe ist es, nach Schnittpunkten der roten und grünen Linie zu suchen. In diesem Fall beispielsweise kreuzt die rote Linie die grüne nach unten. Das ist ein Signal, im Geschäft nach unten zu machen. Wie wir im oberen Teil der Grafik sehen, ist der Kurs nach dem Schnittpunkt nach unten gegangen. Während dieser Bewegung hätten wir einen Gewinn erzielen können. Schauen wir uns die Geschäfte an. In diesem Moment also kreuzt die grüne Linie die rote nach oben. Und wir sehen auch, dass die Grafik zu steigen beginnt. Im nächsten Beispiel zeige ich, wo man kein Geschäft machen sollte. Also, hier gibt es eine kleine Seitwärtsbewegung mit vielen verschiedenen Schnittpunkten, die keinen guten Einstiegspunkt darstellen. Also lassen wir solche Situationen besser aus. Suchen wir uns einen Währungsspar, mit dem wir arbeiten können. Das ist eine tolle Option. Ich mache einen Deal für fallende Kurse. Lassen mich erklären, warum. Hier ist ein Schnittpunkt der roten Linie nach oben. Das ist ein Signal für eine Abwärtsbewegung. Aber ich möchte auch anmerken, dass es vorher eine Seitwärtsbewegung gab. Der Preis bewegte sich innerhalb einer engen Spanne. Wenn wir ein Widerstandsniveau einzeichnen, werden wir einen Durchbruch feststellen. Der Preis durchbrach das Unterstützungsniveau und ging zurück, um das Niveau erneut zu testen. Wir schließen also ein Geschäft ab, das auf den Durchbruch zuteuert. Wenn wir also ein Geschäft abschließen, analysieren wir nicht nur das Signal des Indikators, sondern auch die allgemeine Grafik. Manchmal können wir auch Niveaus einzeichnen, um es einfacher zu machen. Übrigens, während wir das Geschäft beobachten, möchte ich wertvolles Geschenk mit einem teilen. Ich habe ein Lehrvideo darüber aufgenommen, wie man die Gewinnrate von Geschäften mit einfachen Ratschlägen erhöhen kann. Wollen Sie auch von 10 Geschäften mit Gewinn abschließen? Gehen Sie auf meinen Kanal, das Geschenk wartet auf die über den Link in der Beschreibung. Also unser Geschäft wurde erfolgreich mit Gewinn abgeschlossen, das trotz dieser Seitwärtsbewegung. Aber lassen Sie uns versuchen, eine gute Situation zu finden, um ein Geschäft zu machen. Hier ist ein hervorragendes Signal. Es gab noch keine Seitwärtsbewegung. Wir machen einen Deal für einen Anstieg. Der Kurs war auf dem Weg nach unten und näherte sich der Unterstützungslinie. Es gibt ja auch einen Schnittpunkt auf dem Indikator. Der Kurs könnte leicht vom Unterstützungsniveau abprallen. Also sehen wir. Unser Geschäft wurde neutral abgeschlossen, es hat weder gewonnen noch verloren. Wir machen ein weiteres Geschäft steigende Kurse, denn das Signal ist noch mehr da, der Preis steigt immer noch. Außerdem gibt es mehrere Kerzen auf die Unsicherheit hindeuten, aber das hält uns nicht davon ab, ein Geschäft mit steigender Tendenz abzuschließen. Wir schauen auch die ADX-Linie, die Volatilität ist rückläufig. Wir haben also ohne Probleme ein Geschäft. Und das Geschäft schließt zuversichtlich mit Gewinn ab. Eine gute Chance, den Deal nach unten zu machen. Es gibt ein Abwärtssignal auf dem Indikator. Es ist zwar ein bisschen spät, aber
die Grafik will weiter. Wir können ein wenig mit dem Trend handeln. Die Volatilität steigt ein wenig an, liegt aber immer noch unter 30%. Aber die Volatilität ist nur ein zusätzlicher Faktor, der unser Geschäft bestätigen könnte. Auch wenn wir ein Unterstützungsniveau einzeichnen, sollte der Preis diesen Punkt erreichen. Und das Geschäft schließt mit zuversichtlich mit Gewinn ab, sehr zuversichtlich. Während wir früher mit dem Signal eingestiegen, hätten wir an diesem Punkt ohne Probleme verdienen können. Ein weiteres gutes Beispiel dafür, wann man kein Geschäft abschließen sollte, sehen Sie. Es gibt eine Reihe von Kreuzungen. Außerdem befindet sich der Markt derzeit in einer Seitwärtsbewegung. Der ADX ist ebenfalls niedrig, die Volatilität ist niedrig. Wir sehen ein Widerstandsniveau. Der Preis könnte entweder nach oben oder nach unten durchbrechen. Also handeln wir hier nicht. Ein gutes Beispiel, ich mache ein Geschäft für fallende Kurse. Wir sehen, dass die rote Linie zur grünen Linie kreuzt. Die Volatilität sind ebenfalls. Sie bewegt sich auf 30% und weniger zu. Außerdem prallt der Kurs an der Widerstandsmarke ab. Ich denke, Sie sehen es selbst. Das Geschäft schließt sehr zuversichtlich mit Gewinn ab. Sehen Sie, wie groß diese rote Kerze ist. Das Signal hat erstaunlich gut funktioniert. Das nächste Beispiel, die grüne Linie kreuzt die rote Linie nach oben. Warten wir die nächste rote Kerze ab und treffen wir eine Entscheidung für den Deal. Die Kerze hat geschlossen. Wir machen ein Geschäft nach oben. Wie Sie sehen können, gibt es neben dem Signal auch ein Unterstützungsniveau. Der Preis prallt ungefähr dreimal von diesem Niveau ab. Wir sind also zuversichtlich, dass wir eine steigende Tendenz haben. Und das Geschäft lässt erfolgreich mit Gewinn ab. Wie wir sehen, steigt der Markt tatsächlich weiter. Machen wir hier einen Deal auffallend. Wir haben das Geschäft abgeschlossen. Die rote Linie hat die grüne Linie gekreuzt. Die Volatilität ist niedriger als 30%. Sie ist sehr niedrig. Das Geschäft wurde ohne Probleme mit Gewinn abgeschlossen. Ich hoffe, Sie haben es geschafft, mit dieser Strategie zusammen mit mir zu verdienen. Drücken Sie bitte auf Gefällt mir und abonnieren Sie den Kanal. Bis bald!